Wie versprochen möchte ich heute auf eine sehr häufig gestellte Frage eingehen. Was kostet denn der Bau einer Modelleisenbahnanlage so? Eigentlich eine sehr valide Frage. Wie tief muss ich für das Hobby Modellbahn eigentlich in die Tasche greifen? Natürlich hängt die genaue Antwort einerseits total davon ab, wie groß sein Anlagentraum denn ausfällt. Kompakte Anlage oder zimmerfüllendes Traumreich? Und was man denn nun so haben möchte. Zentrale oder einfache Handregler, PC-Steuerung oder nicht? Viele Fahrzeuge und Gleise oder doch eher viel Landschaft? Insidermodelle oder reicht Startup? Und so weiter und so weiter. Um in diesem weiten Feld zumindest etwas Orientierung und eine valide Vorstellung zu vermitteln, möchte ich 4 verschiedene Anlagenkonzepte und Größen betrachten. Angefangen bei einer einfachen Startpackung und einem Gleisoval auf dem Fußboden. Dann eine eher kompakte Anlage, wie sie sicher noch in vielen Wohnungen Platz finden könnte. Den 3 Quadratmeter großen Plan habe ich in Anlehnung an eine etwas größere Anlage, die ich wirklich schon einmal gebaut und sehr geschätzt habe, 2019 für einen Wettbewerb des Marklin-Magazins gezeichnet und erstaunlicherweise sogar einen Preis gewonnen. Trotz ihrer kompakten Abmessung bietet sie jede Menge Spielspaß und wäre nicht nur ein schönes, sondern hoffentlich auch halbwegs überschaubares Projekt. Weiter dann mit den Baukosten für die erste Bauphase meines aktuellen Bauprojekts, einer L-förmigen Anlage mit 5 x 4 Metern Kantenlänge und 2 großen Schattenbahnhöfen. Und schließlich die zu erwartenden Ausgaben für meine Modellbahn-Traumanlage, die in vielen Jahren einmal unseren 32 Quadratmeter großen Hobbykeller komplett ausfüllen soll. Wobei ich heute erst einmal nur die Aufwendung für den Bau der kompakten Spielanlage abschätzen möchte. Und zwar in der Art und Weise, wie ich persönlich sie bauen würde. Auf die Ist-Kosten meines aktuellen Projekts und die veranschlagte Gesamtsumme für den noch anstehenden Bau in den nächsten 20 bis 30 Jahren gehe ich dann nächste Woche ein. Alle Themen zusammen wären dann doch zu groß für mich, um sie innerhalb einer Woche vernünftig vorzubereiten und in ein Video zu packen. Um die Kosten vergleichbar zu halten, rede ich stets von unverbindlichen Preisempfehlungen. Selbst wenn ihr alles neu beim Fachhändler kauft, räumt dieser euch sehr oft einen Rabatt ein, der durchaus auch schon mal 20 oder 30% betragen kann. Auch wer Gebrauchtes auf Börsen oder eBay kauft, kann gegebenenfalls sparen. Wer etwas geschenkt bekommt, sowieso. Die von mir genannten Preise sollen also hoffentlich sowas wie eine Obergrenze sein. Zumindest solange ich nichts Gravierendes vergessen habe. Was ich überhaupt nicht monetär betrachten werde, ist der zeitliche Aufwand. Wer beruflich Anlagen baut, kann diese natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Da wir jedoch den Bau unserer Anlagen zumeist als Hobby betreiben dürften, müssen wir uns bewusst sein, eine schöne Modellbahnanlage aufzubauen ist aufwendig und das dauert seine Zeit, ohne uns über Stundensätze und Lohnnebenkosten Gedanken machen zu müssen. Doch nach dieser langen Vorrede nun zu den Kosten für eine Modellbahn. Wer neu einsteigen möchte und sich noch unsicher ist, wie seine zukünftige Traumanlage denn nun genau aussehen soll, der könnte mit einer Startpackung ganz gut beraten sein. Da ich Epoche 3-Fahrer bin, habe ich beispielhaft die Startpackung 29074 herausgesucht, die Marklin für einen Nennpreis von 299 € anbietet. Wer viele Komponenten dieses, nennen wir es einmal Lokangebots, zum Anfüttern gebrauchen kann, ist damit nicht schlecht beraten. Denn die UVPs des Inhalts summieren sich auf immerhin knapp 540 € auf. Und es ist bereits alles enthalten, um einen einfachen Kreis auf dem Boden zusammenzustecken und loszuspielen. Falls man nicht unbedingt eine ausgewachsene Digitalzentrale benötigt und sich mit dem Handregler begnügen möchte, so könnte ein solches Set sogar als Basis für eine kleine stationäre Modellbahnanlage dienen. Zumindest habe ich alles für unser Gedankenexperiment, Realisierung der preisgekrönten Kompaktanlage mit viel Spielspaß auf 3 Quadratmetern,
einplanen können. Den im Set enthaltenen Güterzug der Epoche 3 sowieso. Wer ihn nicht sogleich entdeckt, er steht in unserem minimalistischen Schattenbahnhof, der nur aus einem Ausweichgleis besteht, im Untergrund. Zumindest der Teil von ihm, der gerade nicht in der Ladestraße bzw. vor dem Güterschuppen beladen wird. Ansonsten würde ich für diesen Anlagenvorschlag 4 Züge einplanen. Fehlen also noch 3 Garnituren. Meine Vorschläge wären ein VT98 mit Steuerwagen, eine kleine Personenzug-Tenderlokomotive mit Packwagen und 2 Donnerbüchsen und eine kleine Diesellok mit einigen Selbstentladewagen für unser Schotterwerk. Das wäre es dann bereits mit dem Rollmaterial für dieses überschaubare Anlagenprojekt. Auch die Elektronik der Startpackung könnte man als sparsamer Modellbahner für eine Anlage mit gerade einmal 4 Zuggarnituren durchaus weiterverwenden. Für die Beleuchtung der Häuser würde ich allerdings einen separaten Transformator vorsehen. Dazu entweder einige manuelle Schalter oder ganz komfortabel ein M84-Decoder. Fehlen mir, da ich die Weichen einer solchen Anlage nicht manuell stellen würde, noch die Antriebe für die 16 verbauten Weichen. Bei den C-Gleisweichen könnte man zum Beispiel die motorischen Antriebe 4568 bzw. für die eine Dreiwegweiche 5235 von Wiesmann nehmen. Wenn man jetzt noch eine schaltbare Steckdosenleiste, einige Kabel, Verteiler, Stecker, Lüsterklammen und sonstiges Kleinzeug einplant, sollte es das bereits gewesen sein mit der Elektrik und Elektronik für diese kompakte Spielanlage. Auch die Gleise aus der Startpackung habe ich problemlos im Plan untergebracht. Allerdings fehlt hier dann doch noch einiges zu den erstaunlich umfangreichen Gleisanlagen unserer Beispielanlage. Ganz genau sind es 68 gerade und 49 gebogene Gleise. Dazu 4 Prellböcke, 16 Weichen, darunter eine Dreiweg-, eine Kurven- und eine Kreuzungsweiche. Selbst wenn man die wenigen Stücke aus der Startpackung herausrechnet, schlagen die Gleise immer noch mit 962 € zu Buche. Allerdings wollen wir die Gleise ja nicht, anders als bei der Startpackung, auf dem Boden aufbauen. Daher sollten wir uns auch Gedanken zum Unterbau der Modellbahn machen. Meine Wahl wäre ein stabiler, aber noch halbwegs günstiger Grundrahmen aus Rechteckleisten, 18 mm dick und 10 oder 12 cm hoch. Professioneller könnte man das Ganze natürlich mit Furnierholz, sogenannten Multiplex-Platten, umsetzen. Allerdings würde ich den Preisunterschied auf fast einen Faktor 2 schätzen. Bei dieser Anlagengröße würde mein Bauchgefühl bereits auf 6 Kanthölzer mit allseits drehbaren Lenkrollen als Füße plädieren. Wer besser gefrühstückt hat, kann es natürlich auch mit nur 4 Füßen an jeder Ecke einem versuchen. Wie bei meiner tatsächlich umgesetzten Anlage würde ich dieses Projekt in Spantenbauweise realisieren. Das heißt, auf den Grundrahmen würden passend zu den Gleistrassen und dem Landschaftsprofil zugesägte Spanten aufgeschraubt. Während beispielsweise der vordere Anlagenabschluss kaum Holz benötigt, steigen die Gleistrassen im hinteren Teil der Anlage auf 165 mm über Null an, das Gelände sogar auf über 20 cm. Ganz grob würde ich noch einmal von demselben Bedarf an Rechteckleisten wie für den Grundrahmen ausgehen. Dazu bräuchten wir noch Trassenbretter. Meine Empfehlung wäre 10 mm dickes Pappelsperrholz. Setzen wir noch Material für den Schallschutz und Kleinteile auf die Liste, macht das für den Grundrahmen rund 300 €. Die Geländegestaltung habe ich bisher stets mit stabilem Drahtgitter, Zeitungspapier und Gips bewerkstelligt und gute Erfahrungen gemacht. Als Grundfarbgebung des Untergrunds brauchen wir eigentlich nur dunkelgrün und braun, die wir mit weiß unterschiedlich stark aufhellen. Grau
dient zur Kaschierung der Holzfarbe bei den Tunnelportalen, Mauern und so weiter. Falls wir wollen, könnten wir sogar gleich die Wege und Straßen damit fertig gestalten. Da ich aber gerne detaillierter baue, nehmen wir dafür Straßenfolie. In Summe macht es dann für die Gestaltung von Gelände, Straßen, Plätzen, Mauern, Tunnels 360 €. Unsere Gleise führen über 6 Brückenelemente mit einem Listenpreis von 128 €. Die Darstellung von Wiesenflächen können wir entweder mit einem einfachen Rollrasen oder professionell elektrostatisch machen. Der Preis für die Verbrauchsmaterialien ist gar nicht so unterschiedlich. Was jedoch wieder sehr viel stärker ins Gewicht fällt, sind Büsche und Bäume. Vor allem, da ich ein Freund von sehr viel Grünzeug auf einer Modellbahnanlage bin. Nimmt man nicht die Pfeifenreiniger-Version der Nadelbäume, sondern beispielsweise die Bäume von Heki, die in meinen Augen ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, so kommt man hier auf geschätzt rund 400 €. Auch wenn die Anlage nicht groß ist, habe ich immerhin 11 Gebäude vorgesehen, damit sie dörflich bebaut wirkt. Die Auswahl der einzelnen Häuser ist kein konkreter Vorschlag von mir, sondern mehr darauf zurückzuführen, welche Gebäude ich als 3D-Modell in Windreck zur Verfügung habe. Darum habe ich mir hier auch bei der Ermittlung der UVPs weniger Mühe gegeben. Als Richtschnur dienen die angegebenen Preise allemal. Auch wenn die Handelspreise im Internet, wie bei eigentlich allen hier aufgeführten Artikeln, rund 30-35% unter den Listenpreisen liegen. Falls man auf diese rund 500 € lieber verzichten möchte, kann man natürlich jederzeit die Gebäude weglassen und seiner Modellbahn auch ein ganz anderes Aussehen geben. Ehrlich gesagt habe ich bei dem Anlagenvorschlag auch aus Kostengründen auf Signale, Straßenlaternen und vieles weitere verzichtet. Hier könnte man sich gerne noch weiter austoben. Zumindest einige Fahrzeuge und Figuren sollte man für die Belebung der Anlage aber einsetzen. Genauso wie schöne Ausgestaltungselemente, die die Szenerie bereichern. Die komplette Liste der im Plan enthaltenen Artikel findet ihr in der Videobeschreibung als unformatierte, durch Semikolons strukturierte Liste. Wenn ihr die Liste kopiert und in eine Excel-Tabelle einfügt, habt ihr eine detaillierte Übersicht über das, was ich in meinem Anlagenvorschlag vorgesehen habe. So seht ihr vielleicht auch besser, was ihr, um Kosten zu sparen, lieber weglassen würdet oder auch, was ich eurer Meinung nach Wichtiges vergessen habe. Und was macht das alles nun in Summe aus? Artikel mit einem Listenpreis von rund 6.000 € für eine lediglich 3 Quadratmeter große Anlage, also 2.000 € pro Quadratmeter Anlagenfläche. Wenn man das Rollmaterial nicht mit einbeziehen möchte, so waren es immer noch 4.500 € für die Anlage, respektive 1.500 € pro Quadratmeter. Und dabei haben wir unsere Spielanlage noch nicht einmal unbedingt besonders luxuriös ausgestattet. Ich war tatsächlich etwas überrascht, wie hoch der Listenpreis für die Komponenten einer solchen Anlage am Ende ausfällt. Wobei man, wie mehrfach gesagt, mindestens mit seinem Händler über einen Rabatt reden sollte, wenn man schon so viel bei ihm kauft. Falls man nicht auf Schnäppchenjagd gehen oder sich einiges häppchenweise zu seinen Geburtstagen und Weihnachten schenken lassen möchte. Was man aber in jedem Fall bei der vorgestellten Kompaktanlage bekommen würde, wäre eine nette kleine Modellbahn mit vielen Fahrmöglichkeiten und reichlich Rangierspaß bei der Bedienung von 4 verschiedenen Betriebsstellen. Und wenn man bedenkt, dass man jahrelang an einer solchen Modellbahn Freude haben kann, ist dieses Hobby dann doch vielleicht im Vergleich zum Besuch der Stammkneipe oder dem Aufenthalt in der Raucherecke gar nicht mehr so teuer. Was mich persönlich mittlerweile jedoch wirklich brennend interessieren würde, ist, wie jetzt eigentlich die Kosten bei meiner aktuellen, doch deutlich größeren und umfangreicher ausgestatteten Bauprojekt aussehen. Das werde ich nun, nachdem dieses Video im Kasten ist, ganz in Ruhe aufschlüsseln und euch nächste Woche zeigen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaut nächsten Sonntag ab 8
wieder mal im Hobbykeller vorbei. Zumindest, wenn euch nicht jetzt schon schlecht ist von all dem Gerede über das viele Geld, das man für unser wunderschönes Hobby ausgeben kann. Lasst auch sehr gerne ein Abo da. Alle anderen Videos zum Bau meiner Modellbahn Traumanlage findet ihr übrigens gesammelt in einer Playliste, die ich hier rechts verlinke. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1 zu 87 Enthusiast.